Heute möchte ich Ihnen mal 3 Tipps aus meiner langjährigen Beratungspraxis geben. Es gibt da Dinge, die sind irgendwie ganz falsch in den Köpfen der Leute abgespeichert und verschenken dadurch ja unter Umständen auch einige Euros. Wir schauen uns gleich mal diese 3 Tipps an aus der Praxis. Sie werden erstaunt sein, es ist da schon einiges Kurioses dabei. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich. Hier geht es jetzt um Tipp Nummer 1. Wenn Sie jetzt zum Beispiel das Jahr über Lohnersatzleistungen bekommen haben, Krankengeld, Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, ja was auch immer, dann gibt es, ja, wenn der Zeitraum beendet ist, eine Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Wenn Sie jetzt Ihre Steuererklärung selber machen, wovon ich jetzt mal ausgehe, und Sie geben Ihre Belege ein, dann sehen Sie ja immer gleich das Ergebnis, was Sie wiederbekommen oder eventuell nachzahlen müssen. Bei den Bescheinigungen von der Krankenkasse und vom Arbeitsamt erlebe ich es ganz, ganz oft, dass mir die Leute die falschen Bescheinigungen geben. Also sie bekommen ja einmal eine Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt und einmal eine Bescheinigung zur Vorlage bei der Rentenversicherung. Und diese Beträge sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Bescheinigung zur Vorlage für die Rentenversicherung enthält einen wesentlich höheren Betrag. Diese Bescheinigung sollten Sie zu Ihren Rentenversicherungsunterlagen packen. Und die Bescheinigung von der Krankenkasse oder vom Arbeitsamt zur Vorlage beim Finanzamt, die enthält beim Arbeitslosengeld den Zahlbetrag und beim Krankengeld den Bruttobetrag vom Krankengeld. Also es sind da ganz viele Zahlen im Spiel. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Bescheinigung erfassen, sonst haben Sie nachher ein verfälschtes Ergebnis. Also ja, es würde dann zu Ihren Ungunsten ausfallen. Wir schauen uns gleich mal den nächsten Tipp an, Tipp Nummer 2. Ja, das ist die Betriebskostenabrechnung. Mieter einer Mietwohnung bekommen ja am Jahresende eine Nebenkostenabrechnung oder auch Betriebskostenabrechnung, wird sie gerne genannt. Und diese Betriebskosten- oder Nebenkostenabrechnung enthält ja bestimmte Positionen. Manche Hausverwaltungen machen das ganz toll und gliedern genau auf Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen, fügen den Paragraph noch dahinter. Andere schludern da so ein bisschen rum und machen das sehr unübersichtlich. Alles, was an Arbeitslohn ist, das wäre zum Beispiel Hausreinigung, Treppenreinigung, Glasreinigung, alle Arten von Wartungsarbeiten, der Hausmeister und was noch für einige Positionen so da sind auf Ihrer Betriebskostenabrechnung, die können Sie unter haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen in Ihrer Steuererklärung geltend machen. Ja, und hier denken nämlich viele, ach, ich habe ja was wiederbekommen von meinem Vermieter, das kann ich ja dann gar nicht in der Steuererklärung angeben. Nein, das ist falsch. Das ist eine ganz falsche Denkweise, egal ob Sie Geld nachzahlen müssen oder Geld wiederbekommen. Die Positionen, die Arbeitslohn bezeichnen, können Sie auf jeden Fall in Ihrer Steuererklärung geltend machen. Unabhängig davon, ob Sie nachzahlen müssen oder Geld wiederbekommen haben. Ja, das war jetzt Punkt Nummer 2. Und der dritte Punkt, ich stelle immer wieder fest, dass meine Kunden sich zu sehr auf die Versicherungsbeiträge konzentrieren. Natürlich ist es richtig, dass man die Versicherungsbeiträge in der Steuererklärung erfasst. Das sind alle Arten von Haftpflichtversicherung, Auto, Privat, Hängerhaftpflicht, Hundehaftpflicht und was ist da noch, Bootshaftpflicht und Moped und alles, alle Arten Haftpflichtversicherung, die Unfallversicherung, Risikolebensversicherungen, also Versicherungen, die auf den Todesfallschutz abgesichert sind, dann alte, von vor 2005 abgeschlossene kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherungen. Ja, und dann erfassen sie natürlich auch Riester und Rürup, sofern sie das haben, oder auch private Krankenzusatzversicherungen. Bei Rentnern wirken sich die Versicherungsbeiträge unter Umständen schon steuerlich aus, nicht unbedingt. Das hängt immer von der Höhe der Rente ab. Bei Beamten ist es ganz wichtig, dass sie ihre Versicherungsbeiträge zusammentragen. Aber bei normalen Arbeitnehmern, die ja 25.000, 30.000 oder noch mehr Jahresbrutto haben, wirken sich diese privaten Versicherungen steuerlich überhaupt nicht mehr aus. Ja, durch diese hohen Anteil Rentenversicherungsbeitrag Arbeitnehmer, Krankenpflege und Arbeitslosenversicherung.
Das Einzige, was Sie als Arbeitnehmer jetzt steuerlich berücksichtigen können, sind 50% des Jahresbeitrages Ihrer Unfallversicherung bei den Werbungskosten und den Anteil Berufsrechtsschutz auch bei den Werbungskosten. Ansonsten haben die Versicherungsbeiträge bei normalen Arbeitnehmern ja keine steuerliche Auswirkung mehr. Ja, und ich erlebe das, manche kommen wirklich mit einer Kiste voll Aktenordner, um da irgendwelche Versicherungen rauszusuchen und zu erfassen, die letztendlich keine steuerliche Auswirkung haben. Was viel wichtiger ist, sofern Sie einen Arbeitsweg von mindestens 12, 13, 15 Kilometer, eine einfache Strecke zur Arbeit haben, dann lohnt es sich natürlich Belege zu sammeln. Also statt sich auf die Versicherung zu konzentrieren, sollten Sie lieber Belege sammeln, die im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit stehen. Sie können jederzeit auch zum Beispiel Porto, Briefpapier, Briefumschläge und sowas, Passfotos steuerlich geltend machen. Auch wenn Sie einen Arbeitnehmer haben, haben Sie ja jederzeit die Möglichkeit, Ihren Marktwert zu testen und sich irgendwo zu bewerben. Also Bewerbungskosten gehen immer. Und dann eben der Anteil 50% vom Jahresbeitrag der Unfallversicherung, der berufliche Anteil Rechtsschutzversicherung, die Kontoführungsgebühren. Man kann auch Arbeitsmittel ohne Belege in Höhe von 110 Euro beantragen. Man muss aber eine Bezeichnung hinterschreiben, zum Beispiel Fachliteratur oder Berufskleidung oder Timer, USB-Stick, Büromaterial. Sie müssen was hinterschreiben, können 110 Euro beantragen, haben aber keinen Rechtsanspruch darauf. Aber einfach mal probieren. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Ich wollte eigentlich, also der erste Tipp ist mit den falschen Bescheinigungen. Achten Sie darauf bei Lohnersatzleistungen, dass Sie die richtige Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt haben. Das zweite sind die Nebenkostenabrechnungen. Also nicht denken, ich habe ja Geld wiederbekommen, ich kann da steuerlich nichts geltend machen. Das ist falsch. Nebenkostenabrechnung genau unter die Lupe nehmen und gucken, welche Position Sie eintragen können. Ja, und das dritte waren die Versicherungen. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr, als ich eigentlich wollte, drüber gesprochen. Aber nur für Sie zur Information. Ich fasse alle 3 Tipps nochmal unter dem Video zusammen und würde mich über Ihre Kommentare freuen.